Hallo, schön, dass du das Video eingeschaltet hast. Ich heiße Dirk und heute geht es um den Creator Plus und den Umgang mit Widgets oder Elementen, je nachdem. Im My Website Now Baukasten werden die Elemente auch Widgets genannt. Hier im Creator Plus heißen sie nach wie vor Elemente. Und in diesem Video geht es auch darum, gerade wenn es um den Creator Plus geht und warum er sich für mich deutlich abhebt, ist das dynamische Arbeiten mit den Elementen. Und zwar fange ich bei den Grundlagen an. Und sonst würde ich vielleicht, glaube ich, auch gar kein Video darüber machen, wie man jetzt mit einem Text-Widget umgeht, weil dort gibt es nicht ganz so viel zu erklären. Ihr seht schon, das kennt jeder von einer Word-Oberfläche, die Formatierung. Das Einzige, was hier anders ist, ist dieses Schlüsselsymbol, aber dazu gehört ein bisschen mehr. Und das schauen wir uns gleich an und ich zeige auch noch mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, wie man dynamisch seinen Baukasten verknüpft und ein bisschen was über Tabellen. Ich muss ja immer ein bisschen mehr erzählen, geht ja nicht anders, ne? Also, ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt kommt noch ein kleines Video und dann legen wir los. Bis gleich. Ciao. Hallo und willkommen zurück. Wir legen sofort los. Ich habe, wie ihr vielleicht gesehen habt, den Hintergrund entfernt, damit man gleich den Textbaustein einfach besser sehen kann. Ich zeige euch aber kurz, wie man das schnell direkt ändern kann. Und zwar habt ihr ja einmal die Möglichkeit, euren Hintergrund global zu setzen. Das macht ihr hier über Standard-Hintergrund. Ihr könnt ihm aber auch sagen, einen individuellen Hintergrund oder eine Farbe auszuwählen. Und das macht ihr dann hier. Hier habe ich jetzt einfach das Bild weggenommen, gelöscht, bin dann auf Farbe gegangen, habe Weiß ausgewählt. Und das Weiß. Das nur nebenbei. Ne? Und dann fangen wir an mit dem Textbaustein. Bevor wir das aber alles machen, möchte ich gerne auch nochmal darauf hinweisen, und ich kann das gar nicht oft genug sagen, warum ich den Creator Plus nutze. Und zwar, weil ich mit diesem dynamisch arbeiten kann. Das heißt, ich kann meine Inhalte aus einer Tabelle entnehmen. Dafür muss man das Pferd quasi andersrum aufziehen. Ich muss erst eine Tabelle erstellen, muss diese Tabelle dann mit dem Baukasten verknüpfen, die Felder definieren und dann kann ich anfangen, meine Seite umzuwandeln in eine dynamische Webseite und die dann mit der Tabelle zu verbinden. Ich zeige das mal eben kurz im Schnelldurchgang. Wir fangen an bei der Tabelle. Und ich werde auch jetzt hier in diesem Video speziell auf die Metadaten hinweisen. Das habe ich bis jetzt noch nicht so, glaube ich, auch darauf hingewiesen. Schaut euch aber gerne auch weitere Videos an, wo es ums dynamische Arbeiten geht mit Jonos. Da habe ich ein paar erstellt. Freue mich da auch über Feedback, ein Like oder ein Abo natürlich. Ne? Es hilft mir einfach dabei, Reichweite zu generieren, um mehr Menschen zu erreichen, denen ich helfen kann. Und natürlich verdiene ich auch so mein Geld. Muss man ja auch mal drüber sprechen. Und von daher würdet ihr mir dabei helfen. Und das ist für mich gegenseitiger Support. Okay, von daher nutze ich dafür den Page-Titel, die Description und die Page-Item IMG URL. Heißt nichts anderes, wenn ich gerne meine Seite auf eine Social-Media-Plattform teilen möchte, wird ja da auch ein Bild übergeben und das stellt ihr hier ein. Wichtig ist hier, dass ihr könnt in der Tabelle ein Bild hinterlegen. Das geht, nur das funktioniert nicht mit dem Baukasten. Und daher müsst ihr hier einen Link hinterlegen zu einem Online-Festplattenspeicher, also eine Cloud, wo dann das Bild hinterlegt ist. Ich habe dafür ein kleines Hosting-Paket bei Jonos zusätzlich gebucht, was ich mit meiner Domain verbunden habe, dort Subdomains erstelle und dann halt auf den Platz zuweise, wo die ganzen Bilder hinterlegt sind und dann kann man hier den Link hinterlegen. Erzähle ich auch nur, weil gleich beim Verknüpfen der Felder ist da ein Punkt, der das durcheinander bringt. Und deswegen weise ich da nochmal speziell darauf hin. So, wenn ihr hier eure Webseite erstellt habt, ihr müsst euch immer vorstellen, jede Seite, also oben ist die Überschriften, also die Variablen. Und dann ist jede weitere Zeile eine Unterseite. Das zeige ich euch auch im Kurz, wenn ihr die Tabelle, die Inhalte erstellt habt. Und ihr seht ja, je nachdem, wie viel Inhalt ihr habt, kann das jede Menge sein. Ne? Geht ihr zurück zu eurem Baukasten, geht zu dem Punkt Inhalt, Kollektionen und geht dann auf den Punkt Sammlung hinzufügen.
Hier habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt einmal eine interne Tabelle erstellen, also im Baukasten selber. Für öffentliche Daten nutze ich halt Google Tabellen. Also ich kann nicht empfehlen, Google für sensible Daten zu nutzen. Macht das auf gar keinen Fall. Nutzt dafür dann eine externe Datenbank, aber da müsst ihr dann, holt euch da Profis an eurer Seite, die euch da mit vernünftigen Servern verbinden, die dann auch in Deutschland gehostet sind, wie zum Beispiel Jonas. Okay, wenn ihr die Tabelle verknüpft habt, dann müsst ihr die Felder definieren, also eine Funktion zuweisen. Das heißt, wenn ihr einen Text habt, nämlich den Rich-Text, der nimmt halt auch, übernimmt halt auch Formatierungen. Ihr könnt aber auch mit Klartexten arbeiten. Und hier seht ihr, um da nochmal aufs Bild zu sprechen zu kommen. So. An sich denkt man ja vielleicht auch, ich müsste jetzt hier vielleicht auch einen Link eintragen, aber das ist falsch. Ne, der Baukasten muss hier, wenn ihr ein Bild hinterlegt habt, dann müsst ihr das auch als solches kennzeichnen. Aber er nimmt dann halt den Link und holt sich das Bild selber, was dann in dem Falle hier hinterliegt. Ich hoffe, das ist einigermaßen gut erklärt. Wenn nicht, schreibt es mir gerne in die Comments, dann werde ich das nochmal schriftlich in den Comments auch nochmal dazu antworten. Sehr gerne. Okay, ansonsten müsst ihr halt die ganzen Felder, die ihr habt, definieren. Habt hier verschiedenste Möglichkeiten, ne, um das mal abzuschließen. Mehrfachauswahl, Social-Media-Konten, Telefon, E-Mail-Adresse im Video. Hier könnt ihr auch einfach einen YouTube-Link hinterlegen oder ein Vimeo. Ist ja auch ein Anbieter, wo man Videos sehr einfach erstellen kann und die ein bisschen aufpäppeln kann. Die Öffnungszeiten, Datum, Uhrzeit, Nummer und dann sind wir hier wieder beim Link. Okay, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr anfangen, eure Seite in eine dynamische Seite umzuwandeln. Weil sonst, ganz ehrlich, glaube ich, hätte ich hier für dieses Video kein Video gemacht über ein Text-Widget, weil das Widget an sich, die Textbearbeitung, ist wie in jedem anderen Word auch. Also hier hebt sich wirklich nur das dynamische Arbeiten mit Textelementen ab und was sich dann auch lohnt zu zeigen. Okay. Hier macht ihr einen linken Mausklick auf das Zahnrad, geht dann auf die SEO-Einstellungen der Page. Vorher müssen wir aber, hätte ich jetzt auch schon fast wieder vergessen, ich muss sie jetzt erst in eine dynamische Seite umwandeln. So, ich suche mir hier die Tabelle aus. Und dann seid ihr fertig. Dann habt ihr ja eure Tabelle mit komplettem Inhalt mit dieser Seite verbunden, mit dieser Unterseite. Und diese Unterseite, sobald die dynamisch verbunden ist, taucht auch nicht mehr in der Menüführung auf. Das ist ein anderes Thema. Heute geht es nur um die Textbausteine. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, schreibt mir das gerne in die Comments, dann gehe ich da nochmal näher drauf ein. Aber jetzt geht es hier um den SEO-Bereich und den zu verbinden. Hier habt ihr die Daten vom Titel. Und hier könnt ihr einfach sagen, so, und ich mache mir das immer ganz einfach. Ich gehe einfach hier hin, kopiere mir die Spaltenüberschrift, füge die hier ein und das war's. So, ist ja nur eine Testpage. Das gleiche macht ihr hier für die Beschreibung und auch hier für das Bild. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich nehme eigentlich immer das gleiche Bild, dann nimmt einfach ein Bild aus und das gilt aber auch für alle Unterseiten, die ihr erstellt habt. Ihr seht hier 2 Unterseiten, 2 Zeilen. 1, 2. Die erste ist Überschrift. Würde ich jetzt hier noch eine dritte erstellen oder hier nur irgendwas reinschreiben, dann wird der Baukasten das direkt erkennen und wird hier eine dritte Seite hinzufügen, auch wenn da nichts drin steht. Da müsst ihr auch immer aufpassen, wenn ihr merkt, was denn da passiert. Da müsst ihr mal gucken, auch wenn da nichts drin steht, markiert einfach die Tabellenzeilen und löscht die einfach in Google. Das ist dann auch wieder ein Synchronisationsproblem, vielleicht noch irgendwas im Cage, irgendwas was drin ist, aber mir hilft das immer dabei, damit sich das dann auflöst und dann stehen genau die Unterseiten da, die ich auch haben will. Gut. So, das noch mal eben zur dynamischen Arbeit, wie ihr eure Seite, eure Meta-Eingaben auch dynamisch auf eure Seite einbinden könnt. So, jetzt fange ich mit dem Textbaustein an. Und es gibt 2 Varianten, wie ihr damit arbeiten könnt. Wichtig ist, immer kurz eben überprüfen. Die Seite, ihr könnt das hier an dem Symbol sehen und wenn ihr da drüber habt, seht ihr auch, diese Seite ist verbunden mit der Datei, so wie ich sie genannt habe. Ne? Die erste Möglichkeit ist, den Text zu markieren und dann mit Daten zu verbinden. Ich nehme jetzt mal hier den Head-to-Text.
Die Suchfunktion ist wirklich genial, besonders wenn ihr eine umfangreiche Seite habt, ein umfangreiches Template euch gebaut habt, dann ist es wirklich sehr, sehr gut, wenn man einfach nach den Spaltenüberschriften suchen kann. So, so einmal speichern. Jetzt wird er synchronisieren. Hier oben seht ihr das immer an den 3 Punkten. Und wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, dann zack, ist der Text da. Das ist fast wie Zauberei. Aber ich und meine Rechtschreibfehler, wenn ihr welche findet, dürft ihr gerne behalten. Okay, die zweite Variante ist, also ich sage vielleicht nochmal hier, was der Vorteil ist. Ihr könnt halt einfach in diesem Text, ihr könnt in diesem Textbaustein weiterschreiben. Und könnt somit verschiedene Antworten auf Fragen geben. Mir fällt jetzt gerade spontan kein Beispiel ein. Aber letztendlich geht es darum, dass ihr mit dem Textdokument weiter Text eintragen könnt. Der dann aber nicht dynamisch ist, sondern statisch. Der dann auch auf jeder Unterseite auch zu sehen ist. So, die zweite Variante ist, einfach nur ganz stumpf den Inhalt der Tabelle zu übertragen in einen Textbaustein. Dafür drückt ihr mit der rechten Maustaste auf den Baustein, geht dann auf Daten verknüpfen, fügt hier einfach nur Copy-Paste wieder die Spaltenüberschrift ein, wartet, bis ihr die reingeladen habt. Das Mietsystem, man muss immer ein bisschen Geduld mitbringen, das synchronisiert halt laufend. So. Und dann haben wir jetzt zweimal den Text stehen. Einmal kann ich den bearbeiten und reinklicken und kann jetzt hier die Formatierung ändern. Größe, ne, Schriftgröße, was auch immer. Bei dem anderen, wenn ich hier mit der linken Maustaste draufklicke, kann ich das nicht. Hier müsst ihr anders vorgehen. Rechte Maustaste, Design bearbeiten und dann könnt ihr hier wieder eure Anpassungen vornehmen. Ja? Schriftform, Schriftart, Schriftstärke und so weiter und so fort. Ihr könnt auch noch einen Hintergrund, den einfärben, einen Rahmen drum setzen. Ich mache jetzt mal alles, ne? Ganz grob. Ihr könnt auch sagen, ich packe jetzt ein Bild dahinter. So, ja. Sieht natürlich jetzt alles schrecklich aus, ja. Könnt die Position des Bildes auch nochmal definieren. Habt auch immer die Möglichkeit, und der ist wirklich nicht zu verachten, der Editor, den ihr hier habt im Baukasten. Hier kann man schön mit arbeiten. So. Dann gehe ich hier auf Speichern oder ich sage nochmal den Fokus. So. Dann kann man auch schön, besonders wenn es ein Hintergrundbild ist, dann könnte man hier ein Logo reinsetzen und der Rest ist leicht blurry. Seht ja die Hände, ne? Die werden dann unscharf. Und dann kann man sowas zum Beispiel reinnehmen. Ja, dann ist der Text wieder besser zu sehen. Ist ansehnlicher. So. Mir gefällt das alles. Ich habe immer den Zwang, dann die Topografie vernünftig einzustellen. Aber ist egal, ist ja nur ein Beispiel. So, das sind die Varianten, die ihr habt. Und wie ihr damit arbeiten könnt. Hier könnt ihr auch das Gleiche machen, Design bearbeiten. Und ihr seht, wenn ihr hier an dem Text arbeiten wollt, will er den Editor öffnen. Hier könnt ihr aber genauso gut auch die Farbe ändern. Und das Gleiche, was ich unten auch gemacht habe. Auch ein Bild hinterlegen. Zusätzlich könnt ihr noch eine Animation reinbringen. Ne? So, könnt dann immer mit der Vorschau, man kann auch sagen, sprunghaft, so, zack. Die Intensität, ne, dann schwingt er nicht so nach. Ne? Und hier schwingt er mehr nach, wenn man die Intensität hochsetzt. Damit hat man halt so kleine Möglichkeiten, seinen Content aufzuhübschen, ein bisschen auffälliger zu gestalten und bestimmte Aspekte auch hervorzuheben. Deswegen finde ich das ganz gut. So, und das war es eigentlich auch schon, was ich zu dem Textbaustein sagen konnte. Ich hoffe, es hat euch geholfen und wenn, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo und vergesst nicht das Glöckchen, weil ich werde jetzt in der nächsten Zeit weitere Widgets erklären und mir da ein paar rauspicken, wo man auch was zu sagen kann, die sich vor allen Dingen auch im Falle Creator Plus sich auch verbinden lassen mit einer Tabelle. Gut, wenn ihr da noch zu Fragen habt, dann lasst mir gerne einen Comment unter den Videos oder besucht auch meine neue Service-App, wo ich halt Nutzern die Möglichkeit gebe, die vielleicht nicht unbedingt öffentlich ihre Kommentare abgeben möchten, das hier zu tun. Ich melde mich mal hier ab, damit ihr auch seht, was eigentlich zu sehen ist, wenn man nicht registriert ist. Ist alles kostenfrei, ne? Und ihr könnt hier ganz einfach euch registrieren und dann auch anmelden mit eurem Social-Media-Konto, mit Facebook, mit PayPal, mit Amazon. Aber es gibt noch verschiedenste Möglichkeiten. So, das seht ihr auf jeden Fall, wenn ihr auf der Page landet. Hier ist eine Erklärung darüber, was hier einfach auch passiert auf der Seite, wie die gedacht ist. Und gebt mir gerne Feedback darüber. Ich schreibe das halt immer aus dem Bauch heraus, ne? So wie ich mir das vorstelle. Und sagt mir ruhig gerne was dazu. Auch gerne Kritik, konstruktive Kritik ist immer herzlich willkommen.
So, ansonsten loggt ihr euch einfach mal ein. So. Könnt ihr auch einfach ein ganz normales Konto erstellen. Ihr braucht das nicht zu verknüpfen mit irgendwelchen anderen Plattformen, die ihr benutzt. So, und wenn ihr das gemacht habt und ihr habt euch hier unten durch die Knöpfe, wenn ihr die drückt, die Buttons, weist ihr euch selber einer Gruppe zu. Das heißt, ihr seht dann auch die Inhalte. Wenn ihr alles sehen wollt, dann klickt einfach alles an. Ansonsten, wenn ihr sagt, nee, ich will eigentlich nur Dinge über Jonos wissen oder erstmal nur, dann klickt ihr halt nur Jonos an. Dann taucht hier da oben mein Projekt auf, der Menüpunkt. Und hier würde dann der Punkt nur Jonos abgebildet sein. Wenn ihr alle drei angeklickt habt, dann Chains und Elfsight natürlich auch. Und diese Punkte sind nur für mich sichtbar, weil ich Admin der Seite bin und ich meinen Kunden und Partnern anbiete, so einen ganz individualisierten Bereich zu haben. So eine Art Dashboard, wo dann halt Projektfortschritte abgebildet werden können und auch Ziele, Checklisten eingetragen werden. Aber auch meine Arbeitszeit. Ne? Ich kann das einfach mit einem QR-Code, hier ist ein Fine-Trading-System bei Chains, was sehr fair arbeitet. Und ich kann mich dort einfach einloggen mit meinem Handy per QR-Code und die Zeit läuft. Und wenn ich die Arbeit abgeschlossen habe, dann scanne ich wieder ein und bin ausgecheckt. Very easy und auch vor allen Dingen sehr transparent, weil es auch eine Art Statistik, wo ich einen Bericht zu schreiben kann, damit meine Arbeit auch weitgehend transparent dargestellt wird. Ne? So ist das alles recht easy. So kann man ohne Programmierkenntnisse einfach seine Webseite attraktiver gestalten. Und ich höre jetzt aber auch auf. Ich habe genug gesammelt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.